Stell dir vor, in deiner Kehle ein scharfer Geruch nach Ruß. Deine Augen brennen von dem Rauch, der den Raum füllt. Das einzige Geräusch, das du hörst, ist der heulende, kalte Wind draußen im Fjord und das Knistern des Feuers, das direkt vor dir in der Mitte brennt. Du bist nicht in deinem bequemen Bett. Wir schreiben das Jahr 850 nach Christus. Und du bist in einem Wikingerdorf, in diesen kalten, unbarmherzigen Landen des Nordens. Dies ist keine Welt aus Marmor und prächtigen Steinen. Es ist eine Welt aus Schlamm, Holz und Eisen. Dein Zufluchtsort ist ein Langhus, ein Langhaus. Nicht nur ein Haus, es ist das Zentrum deines Clans. Ein Unterschlupf, in dem in den kältesten Winternächten auch die Tiere Zuflucht finden. Und der Ort, an dem dein Schicksal bestimmt wird. Und dennoch hast du Glück, denn du bist ein freier Mann. Du bist ein Karl. Das war zu dieser Zeit ein großes Privileg in diesen unbarmherzigen Landen des Nordens. Du warst kein Trall, also kein Sklave. Du hattest das Recht, dein eigenes Land zu bebauen, deine eigene Waffe zu tragen und, am allerwichtigsten, auf der Versammlung namens Thing zu sprechen. Wenn du morgens aufwachst, ist deine erste Handlung das Damal, die Tagesmahlzeit, eine der beiden Hauptmahlzeiten des Tages. Aber das ist kein Frühstücksfestmahl. Es gibt weder Kaffee noch Orangensaft. Vor dir steht eine Holzschüssel mit einem dicken Haferbrei, Hafragrauter, gekocht mit Wasser oder Buttermilch. Daneben vielleicht etwas getrockneter oder geräucherter Hering, ein Stück hartes Roggenfladenbrot, Flatbrüll und etwas Käse. Zu trinken gibt es Wasser, Milch oder am gebräuchlichsten ein leichtes Bier, Ale. Das ist die gesamte Energie, die du brauchst, um einen kalten und langen Arbeitstag zu überstehen. Jetzt ist es Zeit, sich anzuziehen. Deine Kleidung besteht aus mehreren Schichten Wollkleidung, die dich vor der Kälte schützen soll. Innen trägst du ein Leinenhemd, darüber eine Tunika, Kürtel aus grober Wolle, die dir bis zu den Knien reicht. An deiner Taille trägst du einen Ledergürtel, an dem dein Messer, ein kleiner Geldbeutel und dein Feuerstein hängen. Darunter trägst du Hosen namens Brok, ebenfalls aus Wolle. Und an deinen Füßen einfache Stiefel aus Leder, die du dir mit Riemen um die Beine schnürst. Wenn es kalt ist, wirfst du dir einen schweren, öligen Wollumhang, Feld, über die Schulter, den du mit einer großen Metallbrosche, einer Fibel, zusammenhältst. Dieser Umhang ist sowohl dein Mantel als auch deine Bettdecke für die Nacht. Wenn du eine Frau bist, ist deine Kleidung noch komplexer. Über einem langen Leinenkleid trägst du ein Schürzenkleid, Hangerock genannt, das auf deiner Brust mit zwei großen verzierten Fibeln befestigt ist. Die Perlen, Bernstein und Silberketten, die zwischen diesen Broschen hängen, zeigen den Status und den Reichtum deiner Familie. Das Leben in einem Wikingerdorf funktioniert nach einer strengen sozialen Hierarchie. Diese Struktur gilt als von den Göttern festgelegt und jeder muss seinen Platz kennen. An der Spitze steht der Jarl. Er ist der adlige Anführer, der Häuptling der Region. Seine Macht beruht auf dem Land, das er besitzt, auf seinen Schätzen aus Silber und Gold und, am wichtigsten, auf seinen elitären Kriegern, seinem Hirt, die ihm treu ergeben sind. Ihm gehört das größte Langhaus. Er gibt die Feste, er führt die Raubzüge an und er hat das letzte Wort im Thing, der Versammlung. Die große Mehrheit des Volkes, also auch du, gehört zur Klasse der Karls, freie Menschen, Bauern, Bondi genannt, Schmiede, Zimmerleute und Handwerker. Du hast dein eigenes Land, deine eigene Familie. Du hast Rechte vor dem Gesetz und darfst bei den Entscheidungen deines Clans mit abstimmen. Wenn der Jarl jedoch zum Krieg ruft, musst du als Karl deinen Schild und deine Axt nehmen und deinen Platz in der Schildmauer Skjaldborg einnehmen. Ganz unten stehen die Tralls, die Sklaven. Sie sind keine Menschen, sondern sprechende Werkzeuge, also das Eigentum ihrer Herren. Das Leben der Tralls ist sehr grausam und kurz. Die meisten wurden bei Raubzügen in England, Irland oder den slawischen Ländern gefangen genommen. Sie verrichten die schwerste Arbeit. Sie pflügen die Felder, hacken Holz und dienen im Haus des Jarls. Ein Herr konnte seinen Sklaven töten, ohne dafür bestraft zu werden. Im Gegensatz zu Filmen verbrachten die meisten Wikinger ihr Leben nicht mit Plünderungen auf See. Die große Mehrheit der Wikinger, also auch du, ist ein Bondi, das heißt ein Bauer. Heute, wenn Sommer ist, verbringst du dein Leben auf dem Feld.
Mit einem einfachen Holzpflug, vielleicht mit Hilfe eines Ochsen, pflügst du den harten Boden, um Gerste, Roggen oder Hafer zu säen. Oder du mähst mit der Sense Gras, um die Tiere im Winter zu füttern. Der Schmied im Dorf hämmert das Eisen in der Esse. Er ist einer der angesehensten Handwerker der Gesellschaft. Er fertigt sowohl Pflugscharen für die Felder, als auch Schwerter und Axtköpfe für die Krieger des Jarls. Und was ist mit den Frauen? In der Wikingergesellschaft hatten Frauen weitaus mehr Macht und Respekt als in vielen anderen mittelalterlichen Gesellschaften. Wenn du, also der Zuschauer, die Frau eines Karls bist, bist du die unangefochtene Herrin des Hauses. Die Husfreyja, die Herrin des Hauses. An deiner Taille trägst du die Schlüssel zu allen verschlossenen Truhen und Vorratskammern des Hauses. Das ist das Symbol deiner Autorität. Während die Männer auf See oder auf den Feldern sind, leitest du den gesamten Hof, das Budget, die Sklaven und den Handel. Du ziehst die Kinder groß. Und am wichtigsten, du stehst am Webstuhl. Das Spinnen von Wolle und das Weben von Stoffen an diesen riesigen vertikalen Webstühlen ist eine der wichtigsten wirtschaftlichen Aktivitäten der Wikinger. Die Wollstoffe, die du webst, werden zu Schiffssegeln. Durch Handel verwandeln sie sich in Silber. Doch dein Herz ist nicht nur auf dem Feld. Am Ufer des Fjords steht es, dieses Wunderwerk der Ingenieurskunst, ein Drakkar, das Drachenkopf-Kriegsschiff. Dieses Schiff ist der Schlüssel zum Zeitalter der Wikinger. Es ist schlank, lang und flexibel. Es kann in nur 30 bis 40 cm flaches Wasser eindringen, was bedeutet, dass es nicht nur die Ozeane, sondern auch die Flüsse Europas wie die Seine in Paris oder die Wolga in Russland befahren kann. Und heute hat der Jarl zum Raubzug gerufen. I Viking Fara, also auf Wikingfahrt gehen. Das ist kein Beruf, sondern eine sommerliche Suche nach Reichtum, Ruhm und Abenteuer. Du bindest deinen Schild an die Reling des Schiffes. Ein einziges quadratisches Segel füllt sich mit Wind. Oder du greifst zu Dutzenden von Rudern, wenn der Wind nachlässt. Dein Ziel ist oft der schwach verteidigte Reichtum christlicher Klöster, wie der schreckliche Überfall auf Lindisfarne in England. Deine Kampftaktik ist Geschwindigkeit und Schrecken. Bevor der Feind weiß, was geschieht, landest du, bildest die Schildmauer, Skjaldborg. Dies ist eine bewegliche Festung aus ineinandergreifenden Schilden, über die Speere und Äxte geschwungen werden. Und vielleicht wie die legendären Berserker verfällst du in den Kampfrausch, Berserker-Gang, kämpfst ohne Rüstung, nur in Bärenfellen gekleidet, mit der Kraft des Gottes Odin. Das ist psychologische Kriegsführung, die dem Feind Angst in die Herzen treibt. Was aber macht diesen unerbittlichen Krieger furchtlos? Die Antwort liegt in den Göttern, die sie verehren, und ihrem unerschütterlichen Glauben an das Schicksal. Deine Welt ist Midgard, Mittelwelt. Über dir liegt Asgard, die Heimat der Götter. Unter dir die Reiche der Eisriesen und der Toten. Und all das verbindet der Weltenbaum Yggdrasil. Der größte Gott ist Odin, einäugig, Gott der Weisheit und des Krieges. Er opferte ein Auge für Weisheit und Wissen. Thor ist der donnernde Sturmgott, der Midgard, also dich, mit seinem Hammer Mjölnir vor den Riesen beschützt. Freyja ist die Göttin der Liebe, Schönheit und auch des Krieges. Doch am wichtigsten ist, dass dein Schicksal wird schon vor deiner Geburt von 3 Schicksalsgöttinnen, den Nornen, gewoben wurde. Es steht fest, wann du sterben wirst. Dem Schicksal kann man nicht entkommen. Deshalb kämpft ein Wikinger furchtlos im Kampf. Denn wenn du als ehrenhafter Krieger stirbst, wählen dich Odins Kriegerjungfrauen, die Walküren, aus und bringen dich nach Valhall, Odins glorreiche Halle. Hier kämpfst du jeden Tag und feierst jede Nacht bis Ragnarök, dem Ende der Welt. Nicht dem Schicksal zu entfliehen, sondern ihm heldenhaft zu begegnen, ist die größte Ehre. Am Ende des Tages, ob du nun vom Feld oder vom Meer zurückgekehrt bist, versammelst du dich um das Feuer des Langhauses. Das zweite und letzte Mahl des Tages, Nattmahl, Nachtmahl, beginnt. Dies ist ein Festmahl. Der Jarl muss seine Großzügigkeit und Macht zeigen. Über dem Feuer kochen in riesigen Kesseln Eintöpfe, Skause mit Fleisch und Gemüse.
Gebratenes Schweinefleisch, Wildbret und reichlich Fisch werden serviert. Und die Getränke? Die Getränke werden in Hörnerbecher gefüllt. Bier und vor allem Mett, also Honigwein. Dieses fermentierte, süße Getränk ist der unverzichtbare Bestandteil der Festmahle. Aber es ist nicht nur Essen, es ist soziale Interaktion. Es gibt die Skalden, die Barden. Sie sind das Gedächtnis des Clans, seine Historiker. Sie stehen auf und rezitieren auswendig Gedichte, die die Sagen der Götter und Helden, die Kriege deiner Vorfahren erzählen. Sie berichten von Odins Weisheit, Thors Stärke. Zwischendurch wird Hnefatafl, Wikingerschach, gespielt. Ein Spiel der Strategie und Intelligenz. Die Krieger prahlen mit ihren Erfolgen bei den Raubzügen, erheben ihre Hörner. Der Jarl beschenkt seine treuen Krieger mit silbernen Ringen. Loyalitäten werden gefestigt. Ein Wikinger zu sein. Einerseits Freiheit, Abenteuer, unentdeckte Meere und das Versprechen von Reichtum. Aber andererseits unbarmherzige, dunkle und lange Winter. Die Gefahr des Hungers, wenn dein Feld gefroren ist. Ein kurzes Leben von durchschnittlich 35 bis 40 Jahren und das ständige Risiko, bei einem Raubzug, in einem Sturm oder durch eine einfache Infektion zu sterben. Wikinger waren Bauern, aber sie waren auch Händler. Sie waren Piraten, aber auch Entdecker. Sie betraten die Küsten Nordamerikas 500 Jahre vor Christoph Kolumbus. Du sitzt am Feuer, trinkst deinen Met und lauscht vielleicht der Heldengeschichte, die der Skalde erzählt. Oder du denkst darüber nach, ob du nach Valhall kommen wirst oder nicht. Am wichtigsten ist, dass du darüber nachdenkst, was du hinterlassen wirst. Das Wertvollste für einen Wikinger ist nicht Silber, sondern Ortstir. Das heißt, dein Ruhm, deine Ehre und dein Ansehen, an die man sich auch nach deinem Tod erinnern wird. Und du? Wenn du im Jahr 850 in diesem Fjord gelebt hättest, was wäre dein Schicksal gewesen? Ein Bondi, Bauer, der an sein Land gebunden ist und seine Familie beschützt? Ein Händler, der neue Welten entdeckt und mit Silber handelt? Oder ein Krieger, der mit seinem Drachenschiff die Meere in Angst versetzt und nach Valhall strebt?